Was ist, wenn du auswanderst und dein Lebenspartner, und ich spreche nicht von deinem Ehepartner, ich spreche von deinem unverheirateten Lebenspartner, mit dem du zusammen gewohnt hast, wenn der oder die in Deutschland bleiben? Was passiert dann? Bleibst auch du dann möglicherweise, obwohl ihr nicht verheiratet seid, in Deutschland weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig? Mit dieser wichtigen und interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Jetzt ist es das Jahresende. Viele überlegen sich jetzt auszuwandern. Momentan der 31.12. ist ja dafür wie gemacht. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, dann schau dir doch mal unser Seminarangebot an und natürlich auch die Reisen, die wir in interessante Auswanderungsländer organisieren, zum Beispiel Dubai, Philippinen, USA. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei. Das sind intensive Erlebnisse, sowohl die Seminare als auch die Reisen. Da wirst du sehr viel lernen, sehr interessante Kontakte knüpfen, Zeit mit Daniel, mir und unseren Kollegen verbringen können. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Seminare oder Reisen zu treffen. Details in der Beschreibung zu diesem Video. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast es vielleicht schon gehört, du hast es vielleicht auch bei einem unserer Videos gesehen. Wenn du auswanderst und dein Ehepartner bleibt weiterhin in Deutschland leben, dann besteht das Risiko, dass auch bei dir die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland fortdauert. Nun ist natürlich die interessante Frage, was ist aber nun, wenn du nicht verheiratet bist, wenn du aber in einer festen Beziehung lebst, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammenlebst, in einer eheähnlichen Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, also in einer Gemeinschaft, die für den Staat so aussieht, als wärt ihr verheiratet, auch wenn ihr es nicht seid. Ihr lebt zusammen, du ziehst ins Ausland um, du wanderst aus, kann dann dennoch das Risiko bestehen, dass du weiterhin als unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland durch die deutschen Finanzbehörden betrachtet wirst, was natürlich für dich ein unglaublich großes steuerliches Risiko bedeuten wird. Zunächst mal ist so, dass natürlich viele hier in Sicherheit wiegen. Die entsprechenden Gesetzestexte sprechen ja oftmals auch nur von einer Ehepartnerin, von einem Ehepartner. Die sprechen ja gar nicht hier von einer Lebenspartnerin oder einem Lebenspartner. Daher wiegt man sich oft in Sicherheit und denkt sich, na ja, das kann ja alles nicht so schlimm sein, aber da musst du sehr vorsichtig sein und das werde ich dir jetzt genau erklären. Zunächst mal, was ist eigentlich die Situation, wenn man verheiratet ist? Also, was bedeutet das gesellschaftlich? Was bedeutet das rein rechtlich? Also zunächst mal ist ja die Ehe eine Institution, die vor Zeugen eingegangen wird, die ja dann auch bewusst in der Öffentlichkeit dann bekundigt wird, wo man dann vom Standesamt eine Urkunde bekommt und der Staat dann auch wirklich weiß, dass man verheiratet ist, dass man sich eben in einer dauerhaften Beziehung mit einer Person befindet und dass man normalerweise von dieser Person auch nicht dauerhaft getrennt ist, außer man hat sich eben getrennt und möglicherweise lässt sich dann irgendwann scheiden. Das heißt, wenn du auswanderst, aber dein Ehepartner, deine Ehepartnerin bleibt in Deutschland, vielleicht sagt sie, ich habe keine Lust aufs Ausland, vielleicht sagt sie, ich bin hier noch beruflich angebunden, ich kann nicht weg oder aufgrund der Familie oder was auch immer, dann schaut sich der Staat, dann schaut sich das Finanzamt diese Situation an und sagt, nun ja, du bist ja nun in dieser Ehe. Wir wissen, dass du verheiratet bist, das ist ja allgemein öffentlich bekannt. Dein Ehepartner hat einen Wohnsitz in Deutschland und damit kann natürlich automatisch davon ausgegangen werden, dass auch du als jemand, der im Ausland lebt, einen Wohnsitz in Deutschland hast, denn das ist ja die logische Schlussfolgerung einer ehelichen Beziehung. Wenn man nicht getrennt ist von seinem Ehepartner, dann kann man ja nicht nachvollziehbar machen in der Regel, dass man keinen Zugang zu der Wohnung des Ehepartners hat, dass man da kein Wohnrecht hat, dass man dort auch nicht eine gewisse Zeit in Deutschland verbringt. Und das genau reicht ja schon aus, um in Deutschland die unbeschränkte Steuerpflicht auszulösen. Wir haben ja in Deutschland keine Situation, wo man sagt, naja, du musst da 183 Tage dich aufhalten. Wenn du weniger als 183 Tage in Deutschland bist, bist du auch nicht steuerpflichtig. Es reicht, dort einen Wohnsitz zu haben. Tatsächlich wird in der Steuergesetzgebung gar nicht von einem Lebensmittelpunkt gesprochen, sondern es wird nur von einem Wohnsitz gesprochen und vom gewöhnlichen Aufenthalt. Aber durch den Lebensmittelpunkt, und der Lebensmittelpunkt ist eben der Wohnsitz deines Ehepartners, nimmt dann eben das Finanzamt an, dass du einen Wohnsitz in Deutschland hast. Und damit ist es praktisch unmöglich, als Verheirateter auszuwandern, wenn du nicht dauerhaft getrennt bist, ohne weiterhin in Deutschland wie bisher steuerpflichtig zu sein. Also, wenn du aus Deutschland auswanderst, dein Ehepartner bleibt in Deutschland leben, dann ändert sich für dich letztlich steuerlich in Deutschland überhaupt nichts. Du bist weiterhin mit all deinen Einkünften in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber genau.
es gibt natürlich Möglichkeiten, hier Ausnahmeregelungen zu finden und auch entsprechend dann durch das Finanzamt eine verbindliche Aussage zu bekommen, dass das nicht so ist. Du hast vielleicht vor kurzem unser YouTube Live angeschaut, was wir mit dem bekannten Steuerberater Michael Wohlfahrt zusammen aufgenommen haben. Dort hat er ja ein Beispiel erzählt, wo genau das passiert ist. Aber wenn man sich genau anschaut, was da passiert ist, dann ist eben Folgendes geschehen. Das Ehepaar ist gemeinsam aus der deutschen Wohnung ausgezogen. Das heißt, der eheliche Wohnsitz in Deutschland wurde aufgegeben. Sie sind gemeinsam in die Schweiz umgezogen. Aber weil der Ehepartner dann noch in Deutschland beruflich tätig war, hat sich der Ehepartner alleine eine eigene Wohnung in Deutschland angemietet, aber eben eine Einzimmerwohnung, keine gemeinsame Wohnung, keine Wohnung, die auf gemeinsame Nutzung ausgelegt war. Und dann konnte man gegenüber dem Finanzamt genau das erklären. Also wir haben die eheliche Wohnung aufgegeben, wir sind gemeinsam in die Schweiz umgezogen und dann hat sich mein Ehemann eine Wohnung in Deutschland genommen, die er nutzt, aber nicht die Ehefrau, damit er in Deutschland seiner beruflichen Tätigkeit nachgehen kann. Damit bleibt der Ehepartner dann möglicherweise in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, aber die Ehefrau ist es nicht. Also eine solche Konstellation könnte man sich vorstellen. Das heißt also, wenn man verheiratet ist, dann muss man schon wirklich hier einigen Aufwand machen, damit es dann möglich wird, dass einer der Ehepartner ins Ausland umziehen kann und der andere noch in Deutschland bleiben kann. Natürlich immer unter der Prämisse, dass die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland aufgegeben werden soll. Wenn dir egal ist, ob du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist, vielleicht hast du ja nur Kryptoeinkünfte und du verkaufst Krypto immer mit 1 Jahre Haltefrist, dann musst du ja die deutsche Steuerpflicht nicht befürchten, dann kann dir das natürlich egal sein, ja. Aber wenn du jetzt Einkünfte hast, die du zum Beispiel im Ausland versteuern möchtest, weil es dort günstiger ist, dann kann das im Grunde genommen nicht funktionieren, wenn dein Ehepartner weiterhin in Deutschland lebt. So, jetzt haben wir hier viel von Ehepartner gesprochen. Jetzt könnte man ja gleichzeitig sagen, naja, wie ist es denn bei einem Lebenspartner? Der Lebenspartner ist ja im Gesetz nicht als solcher definiert. Dort wird ja immer letztlich von einem Ehepartner gesprochen. Also der Lebensmittelpunkt befindet sich dort, wo der Ehepartner lebt, von dem man nicht dauerhaft getrennt ist, zum Beispiel. Beim Lebenspartner ist es ja dann eine feine Sache. Und vor allen Dingen weiß ja die Behörde gar nicht, dass ich eine Lebenspartnerschaft eingegangen bin. Denn der Vorteil ist ja, wenn man nicht verheiratet ist, dass man eine solche Lebenspartnerschaft nirgendwo anmelden muss und die beginnt irgendwann und die endet möglicherweise irgendwann. Also mal angenommen, wir haben jetzt eine gemeinsame Wohnung in Deutschland, meine Lebenspartnerin und ich. Wir haben beide diesen Mietvertrag unterschrieben, dann ziehe ich um, dann wandere ich aus. Ich steige sozusagen aus dem Mietsverhältnis aus und zurück bleibt dann meine Lebenspartnerin. Was genau der aktuelle Status unserer Beziehung ist, weiß ja außer uns niemand, weiß der Staat nicht und so weiter und so fort. Also bin ich ja da auf der sicheren Seite. Ich bin im Ausland, wenn ich dann Sehnsucht habe nach meiner Lebenspartnerin, komme ich eben nach Deutschland zurück, übernachte dann natürlich in meiner ehemaligen Wohnung gemeinsam mit meiner Lebenspartnerin, vielleicht haben wir auch Kinder zusammen und erfreuen uns dann gemeinsam an den Kindern. Ich kann viel Zeit in Deutschland verbringen, in Anführungszeichen die bekannten 183 Tage und alles ist gut. Ich muss mein Geld nicht in Deutschland versteuern, sondern nutze möglicherweise günstige Steuern im Ausland. Nun, hier muss man leider sagen, dass du die Rechnung ohne den Wert gemacht hast. Jetzt muss ich nochmal auf etwas zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. In der deutschen Steuergesetzgebung steht ja nirgendwo, dass der Ehepartner eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslöst. Das passiert höchstens indirekt, dadurch, dass über den Ehepartner dann ein Wohnsitz in Deutschland vorliegt. Und der Wohnsitz ist nun tatsächlich etwas, das die unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Aber wenn du natürlich dem Staat den Eindruck gibst, dass dieser Wohnsitz in Deutschland weiterhin bestehen bleibt, den du mit deiner Lebenspartnerin hattest, dann ist der Status eurer Beziehung komplett egal. Also wie gesagt, es kommt nicht darauf an, ob du eine Ehepartnerin hast oder eine Lebenspartnerin hast. Das eine ist nur für den Staat offensichtlicher als das andere, sondern es kommt darauf an, wie du dich tatsächlich verhältst. So, jetzt nehmen wir einmal an, du wanderst Ende 2025 aus. Deine Steuererklärung für 2025 wird dann mit Steuerberater in Deutschland im Februar 2027 fällig. Dann gibst du auch genau diese Steuererklärung ab im Februar 2027. Das Finanzamt schaut sich das Ganze dann an und sagt, gut, Sie sind ja Ende 2025 ausgewandert, jetzt haben wir Anfang 2027, im Kalenderjahr 2026. Erzählen Sie uns doch mal, wie viele Nächte Sie in Deutschland zugebracht haben. Dann bist du vielleicht sehr selbstsicher und sagst, naja, ich war in dieser Zeit 100 Nächte in Deutschland. Also eine Zahl, die weit weniger jetzt ist als 183 Tage. So, im nächsten Schritt fragt dich dann das Finanzamt, und das geht alles per E-Mail, ja, und nicht besonders bedrohlich, sondern das sind ganz normale
lapidare Fragen. Gut, Sie waren 100 Tage in Deutschland, besser gesagt 100 Nächte. Jetzt erklären Sie doch bitte mal, wo Sie in dieser Zeit übernachtet haben. Bitte fügen Sie hier Hotelrechnungen und andere Belege bei, die zeigen können, wo Sie übernachtet haben. So, und du weißt jetzt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Und diese Fragen, von denen ich hier spreche, das sind absolute Standardfragen. Und die werden nicht nur in der Steuererklärung gefragt, sondern es gibt ja auch vom Finanzamt diese 16 Fragen, die an alle Auswanderer verschickt werden. Und dort geht es ebenso genau um solche Fragen. Da wird genau gefragt, wie viele Nächte hast du denn in Deutschland zugebracht? Und wenn du jetzt sagst, nun, ich habe übernachtet in der Wohnung meiner Lebenspartnerin oder von mir aus auch in der Wohnung meiner Ex-Lebenspartnerin, selbst wenn du da lügen würdest, was ich auf keinen Fall empfehlen würde, aber ich habe in dieser Wohnung übernachtet, dann sagt das Finanzamt, Moment, Moment. Das war doch die Wohnung, aus der Sie damals ausgezogen sind, als Sie in Deutschland abgemeldet haben. Wenn Sie dort jetzt 100 Nächte übernachtet haben, dann gehen wir doch automatisch davon aus, dass Sie diesen Wohnsitz nie wirklich aufgegeben haben. Sie haben mir gesagt, dass diese Dame dort Ihre Lebenspartnerin ist oder Ihre Lebenspartnerin war. Also gehen wir davon aus, dass Sie hier die Möglichkeit haben, diese Wohnung zu nutzen. Und damit genau hast du dann den Salat, damit hast du dann die Bredouille. Das Ganze wird dann nochmal sehr viel akuter, wenn es dort tatsächlich auch noch Kinder wohnen. Ja, es gibt ja auch solche Settings, wo man letztlich sagt, okay, die Beziehung hört zwar auf, verheiratet oder nicht verheiratet, ist egal, aber wir machen das mit den Kindern so, dass die Kinder eben natürlich in der Wohnung wohnen bleiben und dann teilt man sich so ein bisschen auf. Das heißt, einmal wohnt dann die Mutter mit den Kindern und einmal kommst du dann aus dem Ausland angereist und verbringst dann Zeit mit den Kindern. Aber das wäre natürlich ebenfalls dann letztlich ein deutscher Wohnsitz. Ja, auch wenn du nicht verheiratet bist, auch wenn du keine Beziehung mehr mit der Mutter der Kinder hast. Einfach durch die Tatsache, dass dort minderjährige Kinder ihren Wohnsitz haben, für welche Kinder du dann verantwortlich bist, möglicherweise das Sorgerecht hast zusammen mit der Mutter. Dadurch wäre dann wieder ein Wohnsitz in Deutschland gegeben. Also, was ich dir sagen will, ist, es kommt im Grunde nicht wirklich darauf an, ob du verheiratet bist oder nicht. Ich sage mal, wenn eine Ehe vorliegt, dann liegt die Sache natürlich ganz klar auf der Hand. Aber auch wenn du nicht verheiratet bist, sogar wenn du gar nicht mehr in einer Beziehung bist mit dieser Partnerin, mit diesem Partner, aber aus irgendeinem Grund, zum Beispiel weil Kinder da sind, nutzt du diese Wohnung regelmäßig, wenn du in Deutschland bist, dann kann hier dir nach wie vor ein Wohnsitz in Deutschland konstruiert werden. Und das gilt in besonderer Weise dann, wenn es sich eben um die gleiche Wohnung handelt, aus der du ausgezogen bist, wo du dich letztlich abgemeldet hast. Es wäre vermutlich eine andere Situation, wenn du ins Ausland umziehst, du hast keine Beziehung in Deutschland und dann lernst du eine Frau kennen oder einen Mann kennen, der oder die jetzt zufälligerweise in Deutschland wohnt und du gehst dann regelmäßig in ihrer Wohnung in Deutschland besuchen, wenn du auf Deutschland besuchen bist. Daraus würde sich wahrscheinlich kein Wohnsitz ergeben, weil eben diese Wohnung niemals dein Wohnsitz war, weil du dann niemals zurückkehrst an einen Wohnsitz, an dem du früher gewohnt hast, sondern das eine komplett neue Situation ist. Das wäre vermutlich auch aus Sicht des Finanzamtes in Ordnung. In Ordnung wäre auch, wenn du jetzt nie mit deiner Freundin, mit deinem Freund zusammen gewohnt hast und du kommst nach Deutschland zu Besuch und besuchst dann den Freund oder die Freundin, dann ließe sich das auch, vermute ich, erklären. Ich sage bewusst vermute ich, weil wie gesagt, das Finanzamt ist auf jeden Fall ziemlich tückisch und diese Wohnsitzfrage, die ist in Deutschland tatsächlich sehr kritisch. Und das Finanzamt ist bekannt dafür, dass sie dir ganz alltägliche Fragen stellen. In welcher Beziehung stehen sie zu dieser Person, bei der sie dort übernachtet haben? Wenn das jetzt Verwandte sind, wenn das wirklich nur Freunde sind, woraus man ablesen kann, dass es dort keine Verwurzelung gibt, wie man es so schön nennt, ist es sicherlich jetzt weniger ein Problem. Und ich würde auch sagen, wenn du da niemals gewohnt hast, ist es vermutlich auch kein Problem. Aber es kann natürlich nicht schaden, besonders wenn die Fälle komplexer sind, dass man eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt fordert und somit sicherstellen kann, dass dann wirklich kein Wohnsitz in Deutschland besteht und auch keine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland ausgelöst wird. Bei der verbindlichen Auskunft schilderst du dem Finanzamt in der Regel über deinen Steuerberater die Sachlage im Detail und das Finanzamt bestätigt dann, ob in Deutschland eine Steuerpflicht vorliegt oder nicht. Da gibt es natürlich viele Detailfragen, die man hier besprechen kann. Wichtig für dich zu verstehen, selbst wenn du nicht verheiratet bist, aber dein Lebenspartner bleibt in Deutschland wohnen und vor allen Dingen dann, wenn du regelmäßig den Lebenspartner an einer Wohnung besuchen gehst, die du früher selbst als Wohnsitz in Deutschland genutzt hast, dann bist du hier im Risiko, dann kannst du dich nicht in Sicherheit wägen. Das Beste ist dann, wie gesagt, im Hotel zu übernachten, Belege von deiner Hotelübernachtung vorlegen zu können, falls das Finanzamt dich tatsächlich danach fragt. Dokumentation ist das A und O bei der Auswanderung, insbesondere in den ersten Jahren nach der Auswanderung.
denn es sind diese Jahre, die vielfach am intensivsten vom Finanzamt geprüft werden. Aber natürlich ist Dokumentation immer wichtig. Auch wenn du dir überlegst, zum Beispiel irgendwann nach Deutschland zurückzukehren, kann das auch immer ein Anlass sein für das Finanzamt, einmal zu überprüfen, was du eigentlich so gemacht hast, als du im Ausland warst. Denn eins ist klar, die Kassen sind klamm und je klammer die Kassen sind, desto größer ist die Lust der Ämter, tatsächlich dann hier nach weiteren Einnahmequellen zu suchen. Und da sind ja viele Auswanderer ein leicht gefundenes Fressen. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst und das Ganze gerne rechtssicher handhaben möchtest, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos oder vielleicht sehen wir uns auch bei einem unserer Events oder einer unserer Reisen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wohnsitzverlagerung ins Ausland, Steueroptimierung, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.